Vielleicht spürst du gerade, dass sich in deinem Leben etwas still verändert. Nicht unbedingt im Außen. Aber innerlich, der abnehmende Mond bringt oft eine leise Erkenntnis. Etwas wird klarer, das lange im Hintergrund lag. Die Karten dieser Woche laden dich ein, genau dort ein wenig genauer hinzuschauen. Der abnehmende Mond ist eine Zeit der inneren Ordnung. Wir erkennen, was wirklich zu uns gehört und was langsam seine Kraft verliert. Nicht alles muss sofort gehen. Aber manches möchte ehrlicher betrachtet werden. Durch diese Legung begleitet dich eine einfache, aber entscheidende Frage. Wo in deinem Leben darfst du gerade ehrlicher zu dir selbst sein, damit wieder mehr Ruhe und Klarheit entstehen kann? Mit dieser Frage im Hinterkopf schauen wir nun auf die 5 Karten dieser Woche. Die erste Karte ist die 7 der Stäbe. Diese Karte zeigt einen Moment, in dem du spürst, dass du für etwas einstehen musst. Vielleicht für eine Meinung, eine Entscheidung oder eine Grenze. Manchmal entsteht das Gefühl, sich erklären oder sich verteidigen zu müssen. Nicht unbedingt laut, aber innerlich. Die 7 der Stäbe steht oft für Situationen, in denen wir merken, dass wir zu lange versucht haben, es allen recht zu machen. Der abnehmende Mond bringt hier eine Erkenntnis. Vielleicht wird dir klar, dass deine Haltung mehr Gewicht verdient. Nicht jede Diskussion braucht deine Energie. Aber manche Überzeugungen dürfen unausgefochten stehen bleiben. Vielleicht spürst du gerade an einer Stelle im Alltag, dass deine innere Stimme deutlicher geworden ist. Und genau dort beginnt Klarheit. Die zweite Karte ist die 7 der Schwerter. Diese Karte hat eine sehr ehrliche Energie. Sie zeigt Situationen, in denen wir uns selbst etwas vormachen. Oder Dinge umgehen, die wir eigentlich längst sehen. Vielleicht hast du eine Situation lange erklärt, vielleicht hast du Konflikte vermieden oder Verantwortung getragen, die nicht wirklich deine ist. Die 7 der Schwerter zeigt keine Schuld. Sie zeigt Bewusstsein. Und im abnehmenden Mond verliert genau diese Dynamik ihre Kraft. Das Ausweichen funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Und das ist oft ein wichtiger Moment, denn Loslassen beginnt manchmal mit einem einfachen Gedanken: Ich muss das nicht mehr so weitermachen. In der Mitte der Legung liegt die 9 der Kelche. Sie wird oft als Karte der Zufriedenheit beschrieben. Doch ihr eigentlicher Kern ist eine Frage: Was bedeutet Wohlbefinden für dich? Die 9 der Kelche steht für Lebensfreude, für Genuss, für das Gefühl, im eigenen Leben angekommen zu sein. Doch manchmal vergessen wir genau das. Wir funktionieren. Wir erfüllen Erwartungen und stellen unsere Bedürfnisse leise zur Seite. Diese Karte erinnert dich daran, dass echte Zufriedenheit nicht kompliziert ist. Sie entsteht, wenn wir uns erlauben, auf das zu achten, was uns wirklich gut tut. Vielleicht zeigt dir diese Woche ganz deutlich, wo deine Energie sich leicht anfühlt und wo nicht. Manchmal liegt der Lernpunkt nicht darin, noch mehr zu verändern, sondern darin, dir selbst zu erlauben, mit dem zufrieden zu sein, was bereits da ist. Nicht alles muss optimiert werden, manches möchte einfach anerkannt werden. Die 4. Karte ist die 3 der Kelche. Sie bringt eine leichtere Energie in diese Legung. Diese Karte steht für Verbindung, für Freundschaft und für Momente, die wir mit anderen teilen. Manchmal verlieren wir uns in Verpflichtungen. Und genau dann vergessen wir, wie gut einfache Begegnungen tun können. Ein Gespräch, ein gemeinsamer Kaffee, ein ehrlicher Austausch. Die Korrektur dieser Woche könnte sehr klein sein. Mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, bei denen du selbst sein kannst. Nicht als Pflicht, sondern als Erinnerung an Freude. Die letzte Karte ist der Magier. Diese Karte steht für Bewusstsein, für Initiative und für die Fähigkeit, das eigene Leben bewusst zu gestalten. Doch in dieser Legung zeigt der Magier keinen großen Neustart. Er zeigt Klarheit, wenn du erkennst, was wirklich zu dir gehört und was nicht mehr. Entsteht etwas sehr Wertvolles, nämlich Handlungsfreiheit. Der Magier erinnert dich daran, dass deine Energie ein kostbares Werkzeug ist. Du entscheidest, wo du sie einsetzt und wo nicht mehr. Aus dieser Klarheit kann eine neue Haltung entstehen, nicht laut, aber sehr deutlich. Die Haltung, deine Kraft dort einzusetzen, wo sie wirklich etwas bewegen kann. Wenn wir die Karten dieser Woche zusammen betrachten, entsteht ein ruhiges Bild. Zuerst erkennst du vielleicht, wo du dich zu oft erklären musst. Dann wird klar, welche Muster ihre Energie verlieren. Im Zentrum steht dein Wohlbefinden. Nicht als Luxus, sondern als Orientierung. Die kleine Korrektur liegt in Verbindungen und in Momenten von echter Freude. Am Ende steht der Magier als Erinnerung, dass Klarheit immer auch Freiheit bringt.
Denn manchmal entsteht Veränderung nicht durch große Schritte, sondern durch eine kleine ehrliche Entscheidung im eigenen Inneren. Und vielleicht ist genau das die stille Erkenntnis dieser Woche. Ein wenig klarer sehen, ein wenig ehrlicher fühlen und dir selbst wieder ein Stück näher kommen. Wenn dich diese Impulse noch ein wenig begleiten, nimm dir heute einen kleinen Moment Zeit für dich. Manche Karten wirken nicht sofort. Manchmal entfalten sie ihre Bedeutung erst später in einem Gedanken, in einem Gespräch oder in einem ganz unerwarteten Gefühl von Klarheit. Und vielleicht war heute eine Karte dabei, die sich in deinem Inneren besonders vertraut angefühlt hat. Falls dich solche stillen Impulse begleiten dürfen, begegnen wir uns hier vielleicht wieder bei einer neuen Legung, einer neuen Frage oder einem kleinen Blick in die Energie der nächsten Tage. Bis dahin wünsche ich dir eine klare innere Stimme und einen kleinen Hauch Magie auf deinem Weg.